Hallo meine Lieben, ich bin Madame Le Bleu und das hier ist Philo. Herzlich willkommen in unserem Peace-Haus. Das hier ist unsere heißgeliebte Terrasse, die ist für uns so wichtig, denn unser Haus hat nur 21 Quadratmeter mit allem drum und dran und deswegen sind wir im Sommer natürlich auch ganz viel draußen und hier zu sein, das ist für uns der schönste Ort. Das hier ist mein Blumenbeet, mein Hochbeet und hier pflanze ich immer allerlei Sachen an, denn Philo und ich, wir lieben Pflanzen. Dieser Platz hier ist einer unserer Lieblingsplätze, aber manchmal schnappt ihn mir Philo leider weg. Hier ist unser blaues Fahrrad und mit dem machen wir mal ganz viele Ausflüge in der Natur und Philo ist natürlich immer mit dabei. Das war unsere Terrasse und jetzt gehen wir in das Haus. Kommt mit rein. Hier sind wir schon im ganzen Haus, denn wir haben gar keine Extraräume. Wir haben nur einen einzigen Raum und ein Bad. Dieses Haus hat ja meine liebe Freundin Emel Gökçe entworfen. Sie ist eine Designerin und sie hat schon sehr viele Preise auch für dieses Haus bekommen. Und ich bin so glücklich, dass wir in diesem Haus wohnen können, denn es ist nicht nur ein super klug geplantes Haus, sondern schaut euch mal unseren Himmel an. Da sind immer blaue Hortensien, die von hinten beleuchtet sind. Und die blaue Hortensie, das ist das Symbol von ganz vielen der Friedensprojekte von unserer Designerin. Und somit auch schmückt es hier unsere Decke. Jedes Peace-Haus hat auch eine Peace-Bibliothek, also es gibt Friedensbücher und jeder, der dieses Haus kauft, bekommt diese Bücher hier, die kleine Bibliothek, mitgeliefert. Unser Haus hat wirklich nur 21 Quadratmeter und ich möchte euch zeigen, wie viel in diese kleinen 21 Quadratmeter wirklich reinpassen können, denn ich könnte mir vorstellen, dass manch einer von euch vielleicht auch ein Zimmer hat, das vielleicht 20 oder 21 Quadratmeter ist und guckt mal, wie es bei uns jetzt gestaltet ist. Hier hinter mir seht ihr einen ganz langen Wandschrank, hier passen alle unsere Sachen rein, sowohl die von mir als auch von Philo. Das ist hier unsere Chill-Ecke, unser super gemütliches Sofa und das Schöne an diesem Sofa ist, dass man die Rückenlehnen ganz flexibel umstellen kann und wenn wir mal Besuch haben, dann tun wir diese Rückenlehnen einfach weg und dann kann unser Besuch auch hier schlafen. Aber am liebsten chillen natürlich wir hier. Philo hat sein Körbchen hier unter diesem kleinen Beistelltisch. Da fühlt er sich immer ganz beschützt. Aber das ist nicht nur ein Dach für ihn, sondern eben für uns auch ein Beistelltisch. Und wenn dieser Tisch mal nicht reicht und ich länger arbeiten muss oder wir gemeinsam nähen oder sogar auch essen oder malen, das können wir nämlich alles ganz wunderbar hier an diesem Tisch machen. Denn man kann sich hier einfach so eindrehen und dann ist dieses Podest, was ich euch ja später sowieso noch zeige, was da noch drin versteckt ist, dann ist dieses Podest auch unser Stuhl. Man kann ganz wunderbar hier sitzen, nach draußen gucken und einfach die Natur genießen und seine Arbeit machen. Hier haben wir unseren Tisch ganz praktisch auf Rollen und den kann man auch noch aufklappen. Und dann haben wir einen ganz wunderbar großen Tisch, wo wir auch mal Gäste empfangen können. Und das ist hier die Bank, die kann man einfach hochziehen und voilà, ist unser Sitzplatz. Jetzt machen wir erstmal die Bank runter. So. Und hier im Podest versteckt sich unser Bett. Diese Rückwand ist halt total praktisch, weil bei der Bank ist es eine Rückwand für die Bank, damit es schön kuschelig ist. Und wenn es ein Bett ist, dann ist es eben auch ein Bettkopfteil und es ist halt super praktisch. Und wenn das Bett weggeschoben ist und auch die Bank unten ist, dann ist hier so viel Platz zum Yoga machen, zum Sport machen oder aber auch einfach zum Tanzen. Das hier ist die Küchenecke und hier gibt es ganz viel Verstecktes, das man entdecken muss. Zum Beispiel haben wir hier natürlich auch eine ganz normale Spülmaschine, wie ihr das von zu Hause vielleicht kennt. Wir haben einen Herd, hier kochen wir nämlich super gerne mit Philo zusammen. Und schaut mal, der Herd ist einfach hier unter meiner Platte drauf. Und diese Platte kann ich dann super auch als Schnittbrett nehmen. Das ist natürlich ein sehr großes Schneidebrett. Man hat hier auch noch eine Spüle. In der Spüle versteckt sich Philo auch mal ganz gerne
Da kann man das ebenfalls einfach wegnehmen. Und wenn wir die Küche nicht nutzen, können wir alle Deckel wieder zumachen und haben eine ganz schlichte, ebene Fläche, die gar nicht unbedingt aussieht wie eine Küche. Wir haben einen Kühlschrank, den man mit einer Berührung aufmacht. Das ist ganz praktisch, wenn man die Hände voll hat. Und außerdem haben wir noch ganz viele Hängeschränke und damit auch noch viel mehr Stauraum. Hier ist unser Kleiderschrank, natürlich mit ganz vielen blauen Klamotten und außerdem habe ich auch noch ein Faible für ganz süße Socken. Und nun möchte euch Philo unser komplett fliesenloses Badezimmer zeigen, denn wir haben hier Spachtelböden und auch Spachtelwände und zum Glück ist unser Waschbecken so groß, dass man Philo auch darin gut baden kann. Das allerletzte, was ich euch zeigen möchte, ist unsere Peacebox, denn jeder, der dieses Peace House kauft, das kann man ja auch wirklich kaufen, kriegt auch so eine kleine Box. Und was kommt denn eigentlich in diese Box rein? Das entscheidet natürlich jeder selbst. Und zwar ist es bei uns eine Box, die wir im schlimmsten Fall, stellt euch vor, wir müssen von jetzt auf gleich ganz schnell verreisen oder irgendwo hingehen und werden ganz lange nicht nach Hause kommen können. Dafür ist diese Peacebox gedacht, denn hier sind alle wirklich wichtigen Dinge drin, die wir so behalten möchten, bei uns haben möchten. Hier könnten zum Beispiel auch wichtige Fotos für dich sein oder vielleicht auch dein Telefon oder dein Kuscheltier oder alles beide, alles was hier reinpasst, weil so eine Box passt auch perfekt in einen Rucksack und deswegen kriegt jedes Peace House auch eine Peacebox mitgeliefert. So, meine Lieben, das war's mit unserem kleinen 21 Quadratmeter super nachhaltigen Holzhäuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen zu dem Haus habt oder sonst Fragen, vielleicht sogar an Philo, die könnt ihr unten in die Kommentare reinpacken. Das lesen wir uns alles durch und antworten euch. Bis dahin, alles Liebe, Philo und Madame Le Bleu.